haben einen Test gemacht mit der FT1, der Phantom Micro, der FreeFly Wave, 2 TB und der ATEM-1 SSM 500. Der Grund für den Test war, wir hatten jemand vom Hersteller hier von der Kamera, wir haben die uns zugelegt und das hat mich halt auch interessiert, wie performt die Kamera im Vergleich zu den anderen. Anderer Grund für den Test war, wir hatten auch neu die FreeFly Wave und da hat mich vor allem interessiert der ganze Workflow, wie man mit der umgeht. Erstmal hierzu, das ist die FT1. Ihr seht schon mal die Unterschiede zwischen den Bodygrößen. Also die FT1 ist, ich glaube, knapp 9 Kilo schwer, hat einen recht klobigen Body und ist dementsprechend nicht für alles verwendbar. Wir haben auch schon mal einen Rig gebaut mit Bungee Cords, wo wir ein Schulterhandling sozusagen simuliert haben. Mit der Phantom Micro selber seht ihr von der Bauformgröße, die Kamera ist speisbar mit Sony-Akkus. Da sieht es halt wirklich so aus, mit der waren wir schon in der Drohne, Seilkamera. Eigentlich kannst du mit der Kamera alles machen. Jetzt neu die FreeFly Wave bei uns. Ein großer Unterschied zwischen der Kamera zu den beiden ist, wie auch zu der. Die FreeFly Wave hat keinen internen Ringspeicher in dem Sinne. Die zeichnet ein permanentes Recording auf einem internen Speicher auf. Der zweite Unterschied ist, diesen internen Speicher kannst du nicht wechseln. Hier kann ich den wechseln. Das ist hier ein Slot, da kann man die reinmachen. Bei der Phantom Micro auch so. Vergleichbar wie bei der SSM 500. Sie hat auch keinen internen Speicher, also sie hat gar nichts. Bei ihr, sie hat nur einen Ringspeicher, genauso wie sie einen Ringspeicher hat und sie einen Ringspeicher. Die Ringspeichertechnologie ist das, was überhaupt eine Highspeed-Kamera zur Highspeed-Kamera macht. Jetzt bei der FreeFly Wave schaffen wir immerhin knapp 420 Bilder in einem internen permanenten Recording. Das heißt, ich starte die Aufnahme und es läuft. Bei den Kameras, die schafft 840, die schafft 1500 in Full HD, die schafft 500 in Full HD. Das machen die aber mit Ringspeicher. Bei der FreeFly Wave ist es so, dass man die extern nicht aufzeichnen kann. Man zeichnet die nur intern auf, sie hat keinen Ringspeicher, sondern es ist ein permanentes Recording, also man startet das Recording. Bei den anderen 3 Kameras stoppt man es, da startet man das Recording und arbeitet eigentlich fast wie mit einer normalen Kamera. Großes Problem für mich als Highspeed-Operator im Vergleich zu den anderen Kameras. Bei den anderen Kameras kann ich mir das Material sofort angucken. Ich gehe aufs Playback, sehe mein mit 1500 Bildern in der Sekunde gedrehtes Material in 25p und kann genau beurteilen, ob ich die richtige Belichtungszeit oder die richtige Anzahl der Bilder auch gewählt habe. Bei der FreeFly muss ich das Material runterziehen auf den Rechner und muss es mir dort analysieren. Weil die Playback-Funktion, die sie hat, ist relativ, ja, also die ruckelt, die gibt dir kein sauberes Bild. Die ist ganz gut, um zu sehen, ich hab's, okay, wir haben es drauf, aber um wirklich zu beurteilen, ob das ist, was man braucht und ob das einem gefällt, muss man das Material auf den Rechner ziehen. Die SSM 500, seht ihr schon, Bauform ist natürlich, die ist bedeutend kleiner als die anderen. Die ist vor allem für Live-Einsätze gebaut worden. Das heißt, ich steuere die zum Beispiel hier rüber, das ist Stream Deck und Laptop. Eine Variante, es gibt auch noch andere Varianten, aber das ist sozusagen eine Variante, wie man die steuern kann. Und dann spiele ich das Material aus und zeichne es auf oder gebe es direkt in den Live-Betrieb. Man kann die natürlich auch sehr gut, die haben wir jetzt relativ neu, man kann die natürlich auch in hochwertigen Produktionen, weiß ich, Actionfilmen oder wo auch immer einsetzen, wo man eine Kamera irgendwo hinpacken will, die kein Mensch sehen darf. Also dafür ist die Kamera sehr gut geeignet. Das sind die 4 Kameras, die wir jetzt im Test haben. Guckt es euch an. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet.